Ich bin wochenlang mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, auf genau derselben Strecke, die ich auch mit dem Auto nehme. Ohne Navigation, ohne Planung, einfach weil ich den Weg erkannte. Ich dachte, warum etwas ändern? Ich weiß doch, wie ich fahren muss. Und dann stand mein erster richtiger Fahrradausflug an. Jemand hat mir vorher den Tipp gegeben, dass man bei Google Maps einfach vom Auto in den Fahrradmodus wechseln kann. Also habe ich genau das gemacht. Adresse eingetippt, Fahrradmodus an und los. Was ich nicht gemacht habe, mir anzuschauen, wie diese Strecke eigentlich aussieht. Ich hatte keine Ahnung, dass Google Maps oder eine andere App mir Dinge anzeigen kann wie Steigung, Radweg versus Straße, Untergrund oder Alternativrouten. Ich wusste nicht mal, dass man das Streckenprofil anzeigen lassen kann. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ich bin einfach gefahren. Und irgendwann kam der Moment, an dem ich dachte, es muss doch eine einfachere und bessere Lösung geben, um die Fahrradstrecke zu finden. Und genau da hat alles angefangen. Denn ich habe 4 Apps entdeckt, die viel bessere Wege anzeigen, und eine davon hätte mir Wochen an Frust erspart. Warum machst du das hier? Ich wollte eigentlich nur wieder ein bisschen mehr Fahrrad fahren. Nichts Großes. Einfach den Arbeitsweg, 40 Kilometer hin, 40 zurück. Aber genau dieser Weg entscheidet darüber, ob du motiviert bleibst oder ob du nach 2 Wochen wieder aufgibst. Wenn die Strecke stressig ist, unübersichtlich oder gefährlich, dann macht es einfach keinen Spaß. Und nach meinem ersten Ausflug wusste ich brauche nicht ein neues Fahrrad, ich brauche eine bessere Route. Also habe ich angefangen zu recherchieren. Ich habe 4 Apps gefunden, die für Anfänger und Wiedereinsteiger perfekt sind. Aber bevor wir über Apps reden, kommt etwas viel Wichtigeres. Denn egal welche App du nutzt, ohne die richtige Grundausrüstung macht das Ganze keinen Spaß. Was ist die einfachste Lösung? Viele glauben, man bräuchte für gute Routenplanung teure GPS-Geräte für ein paar hundert Euro. Aber für Anfänger ist das komplett unnötig. Ich sag's dir ganz ehrlich, die beste Lösung ist dein Smartphone. Du brauchst nur 3 Dinge. Dein Handy, eine gute Halterung und eventuell eine Powerbank. Und das alles bekommst du für unter 40 Euro. Für den Anfang ist das die perfekte Kombination. Aber welche App du darauf nutzt, das hängt davon ab, wie du fahren willst. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Wie plant man eine perfekte Pendlerstrecke? Pendeln ist der wichtigste Use Case, denn diese Strecke fährst du jeden Tag. Und hier brauchst du 3 Dinge: Sicherheit, Klarheit und Zuverlässigkeit. Die Route muss funktionieren, egal ob du müde bist, es regnet oder der Akku halb leer ist. Und genau deshalb habe ich die Apps nach verschiedenen Kriterien bewertet. Und glaube mir, einige Ergebnisse haben mich selbst überrascht. Denn eine App, die jeder benutzt, ist für Anfänger gar nicht die beste. Kriterium 1: Kosten- und Bezahlmodell. Bevor wir zu Funktionen kommen, lass uns kurz über Kosten sprechen. Denn gerade am Anfang will man nicht direkt viel Geld investieren. Und das Schöne ist, das brauchst du auch gar nicht. Komoot zum Beispiel kannst du komplett kostenlos ausprobieren. Eine Region ist gratis dabei. Das reicht oft schon für deine ganze Umgebung. Wenn du mehr brauchst, kannst du dir einzelne Regionen für 3,99 € freischalten oder direkt die ganze Welt für 30 € holen. Wenn du später mehr willst, gibt es auch ein Premium-Abo, aber das brauchst du am Anfang nun wirklich nicht. Naviki macht's ähnlich. Du bekommst die Grundfunktion kostenlos. Und wenn du irgendwann Sprachnavigation oder Offline-Karten möchtest, kannst du das Ganze flexibel dazu kaufen. Also eher ein Baukasten. Und du zahlst nur, was du wirklich brauchst. Wobei Navigation ohne Sprachansage oder Hinweise zum Abbiegen sind schon etwas seltsam. Man muss die ganze Zeit das Display im Auge behalten und das kann ganz schön ablenken. Und man verpasst eventuell Highlights auf der Strecke. BikeMap ist da ein bisschen anders. Die App ist zwar kostenlos, aber viele wichtige Funktionen wie Offline-Karten oder Sprachnavigation gibt es nur im Premium-Abo. Die Routenqualität ist super, aber realistisch musst du Premium einplanen, wenn du das volle Paket willst. Und dann haben wir natürlich noch Google Maps. Komplett kostenlos, keine Premium-Version, keine versteckten Funktionen. Du bekommst einfach alles, was Google zu bieten hat.
Und das reicht für die meisten Pendelstrecken völlig aus. Wenn du also wirklich ohne Kosten starten willst, ist Google Maps die einfachste Lösung. Kriterium 2: Routenqualität und Fahrradfokus. Beim zweiten Punkt geht es darum, wie gut die Apps wirklich verstehen, was eine gute Fahrradroute ausmacht. Denn eine Autofahrlogik hilft uns beim Radfahren nicht weiter. Wir brauchen Sicherheit, gute Wege und Strecken, die sich angenehm fahren. Komoot macht das richtig gut. Die App unterscheidet zwischen verschiedenen Fahrradarten: Stadt, Freizeit, Rennrad, Gravel oder Mountainbike und plant dementsprechend deine Route. Komoot zeigt dir auch die Wegbeschreibung und die Steigung an. Also ist es Asphalt, Schotter oder geht's bergauf. Das ist extrem hilfreich, gerade für Anfänger. Naviki ist eine App, die von Grund auf fürs Fahrradfahren gebaut wurde. Egal ob Citybike, Rennrad oder E-Bike, Naviki plant speziell nach deinen Anforderungen. Die App nutzt OpenStreetMap-Daten sehr detailliert und es werden sogar kleine Wege oder Trampelpfade richtig gut eingebaut. Du bekommst also Strecken, die du wahrscheinlich noch nie gesehen hast. BikeMap hat eine riesige Datenmenge, angeblich über 13 Millionen Radtouren weltweit. Du kannst sehr genau filtern: flach, ruhig, Radweg, kurz, sportlich, es ist einfach alles dabei. Gerade wenn du eine entspannte Pendelstrecke suchst oder Steigungen vermeiden willst, sind diese Filter Gold wert. Und dann natürlich Google Maps. Google hat einen Fahrradmodus, der Radwege berücksichtigt. Das funktioniert grundsätzlich zuverlässig. Aber Google Maps ist eben keine reine Fahrrad-App. Laut mehreren Tests kann es passieren, dass du trotzdem über stark befahrene Straßen geführt wirst, weil Google nicht so stark auf Radfahren optimiert ist wie die anderen Apps. Für einfache Strecken super, aber nicht immer ideal, wenn du angenehme Routen suchst. Kriterium 3: Bedienung und Nutzerfreundlichkeit. Der dritte Punkt ist super wichtig, wenn du gerade noch neu auf dem Fahrrad bist. Wie einfach lässt sich die App bedienen? Denn du willst nicht 10 Minuten im Menü rumtippen, bevor du losfährst. Komoot ist da der absolute Klassiker. Die App ist extrem übersichtlich, richtet sich ganz bewusst auch an Freizeitfahrer und Anfänger. Du kannst fast alles mit ein paar Klicks machen. Route auswählen, Schwierigkeiten checken, los geht's. Gerade für Leute, die schnell starten wollen, ist das top. Naviki ist ebenfalls sehr klar aufgebaut, reduziert, ohne Schnickschnack. Du findest dich sofort zurecht und die Navigation ist super direkt. Man merkt einfach, dass der Fokus komplett auf Fahrradtouren liegt. BikeMap wirkt moderner und etwas technischer. Du bekommst sehr viele Einstellmöglichkeiten und Filter, was toll ist, aber für manchen Einsteiger vielleicht ein Tick zu viel auf einmal. Wenn du aber gerne viel anpasst, ist BikeMap perfekt für dich. Und Google Maps kennst du wahrscheinlich sowieso. Klar, simpel und vertraut. Du musst nicht einmal eine neue App lernen. Du tippst deine Strecke ein, drückst auf Fahrrad und kannst losfahren. Für absolute Einsteiger ist das vermutlich die niedrigste Einstiegshürde überhaupt. Kriterium 4: Offline-Funktion und Akkuverbrauch. Das vierte Kriterium ist gerade für längere Touren entscheidend. Wie gut funktioniert die App, wenn du mal keinen Empfang hast? Und wie sehr frisst sie deinen Akku? Komoot ist hier wirklich sehr stark. Offline-Karten sind zuverlässig und sparen dir richtig viel Akku. Gerade auf Tagesausflügen ist das ein echter Vorteil. Naviki bietet ebenfalls Offline-Karten an, allerdings über Extras, die man freischalten muss. Aber wenn du sie hast, funktionieren sie sehr gut und stabil. Perfekt, wenn du in Gebieten unterwegs bist, wo das Netz nicht so besonders gut ist. BikeMap bietet Offline-Karten auch nur im Premium-Bereich an. Aber die Qualität ist sehr gut und in vielen Tests gelobt worden. Besonders praktisch, wenn du dich abseits der klassischen Wege bewegst. Und Google Maps? Ja, Google Maps kann theoretisch auch Offline-Karten. Aber im Fahrradmodus funktionieren manche Dinge dann eingeschränkt. Und Google Maps zieht bekanntlich etwas mehr Akku als die anderen Fahrrad-Apps. Für Pendelstrecken in Städten ist das kein Problem, aber für längere Touren würde ich definitiv auf eine Powerbank setzen.
Ich habe dir in der Videobeschreibung meine Powerbank verlinkt, falls du nach einer guten Alternative suchst. Kriterium 5. Navigation und Sicherheit beim Fahren. Und das 5. Kriterium ist vielleicht das wichtigste von allen. Wie gut navigiert dich die App wirklich, während du fährst? Und wie sicher ist das Ganze im Alltag? Komoot hat eine sehr klare und gut verständliche Navigation. Die Sprachausgabe funktioniert zuverlässig und die App zeigt dir sehr deutlich an, wenn ein Feldweg oder Radweg kommt. In 60 Meter rechts abbiegen auf Fahrradweg. Danach links abbiegen. Gerade für entspannte Touren fühlt sich das unglaublich sicher an. Navigi ist super präzise. Du merkst richtig, dass die App speziell für Radfahren gebaut wurde. Die Führung ist ruhig, klar und unaufgeregt. BikeMap punktet mit vielen Details und einer modernen Darstellung. Die Sprachausgabe ist wirklich gut und die vielen Filter sorgen dafür, dass du oft die angenehmste Route bekommst, nicht nur die schnellste. Ideal also, wenn du Steigungen vermeiden und sicher fahren willst. Google Maps ist vor allen Dingen praktisch, aber eben nicht speziell für Fahrräder optimiert. Die Navigation funktioniert zuverlässig, aber es kann vorkommen, dass du auf Straßen geschickt wirst, die sich auf dem Fahrrad einfach nicht gut anfühlen. Dem Straßenverlauf von Schöneicher Straße 800 Meter folgen. Für kurze und bekannte Strecken ist das super. Für optimale Sicherheit würde ich aber lieber zu den anderen Apps greifen. Kriterium 6. Eignung für kleine Touren. Wie gut sind die Apps, wenn du mal mehr willst, als nur zur Arbeit zu pendeln? Also kleine Feierabendtouren oder vielleicht sogar einen Tagesausflug. Komoot ist dafür wie gemacht. Du kannst super einfach Zwischenstopps setzen, Routen erstellen oder dir Strecken perfekt an deine Konditionen anpassen lassen. Wenn du mal spontan raus willst und schöne, entspannte Touren suchst, Komoot ist hier wirklich stark. Man bekommt auch durch die vielen Bilder, welche die anderen Nutzer von den Streckenabschnitten gemacht haben, einen super Eindruck davon, was einen wirklich erwartet. Navigi bietet ebenfalls richtig gute Planungsmöglichkeiten an. Du kannst wie bei Komoot auch gemütlich am Rechner planen und die Route dann auf deinem Handy nutzen. BikeMap spielt hier seine Community-Stärke aus. Du findest unzählige vorgefertigte Touren, teilweise sogar extrem kreative Routen, die andere Nutzer geteilt haben. Und du kannst deine eigene Strecke ganz einfach aufzeichnen. Wenn du Inspiration suchst oder neue Wege entdecken willst, bist du hier genau richtig. Und Google Maps? Ja, Google kann Touren planen, aber es ist nicht wirklich dafür gemacht, schöne Runden oder Freizeitstrecken zu gestalten. Google Maps ist primär eine Navigations-App. Super, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen, aber weniger dafür, dir eine richtig schöne Fahrradtour zusammenzustellen. Kriterium 7. Eignung für längere Tagesausflüge. Wie gut eignen sich die Apps für einen ganzen Tagesausflug auf dem Rad? Also wirklich längere Touren, bei denen du vielleicht 40, 60 oder mehr Kilometer unterwegs bist. Komoot ist da ein echter Klassiker. Gerade für Tagesausflüge ist die App richtig stark. Offline-Karten funktionieren super. Das Kartenmaterial ist sehr detailliert und du bekommst viele unterschiedliche Wegearten angezeigt. Du merkst sofort, Komoot ist für genau solche Touren gemacht. Navigi kann Tagesausflüge ebenfalls gut abdecken, vor allem mit den optionalen Offline-Karten. Allerdings können die Kosten etwas steigen, wenn du mehrere Regionen brauchst. Für Pendeln und lokale Touren top, aber bei größeren Ausflügen musst du einfach schauen, ob deine Region abgedeckt ist. BikeMap ist hier super geeignet. Mit der riesigen Routenbasis, der starken Community und Funktionen wie Höhenprofilen ist die App super geeignet, wenn du richtig planen willst. Und Google Maps funktioniert grundsätzlich natürlich auch für längere Touren, aber nur eingeschränkt. Offline-Karten sind nicht besonders flexibel und du merkst einfach, dass Google Maps nicht für längere Radtouren optimiert wurde. Für die Stadt oder bekannte Wege top. Für Tagesausflüge würde ich aber klar zu einer der anderen Apps greifen. Kriterium 8. Community und Inspiration. Wie viel Inspiration bekommst du aus der App?
Denn manchmal weiß man einfach nicht, wo man hinfahren soll. Und genau dann ist eine gute Community Gold wert. Komoot ist hier richtig stark. Es gibt eine riesige Community, Menschen, die ihre eigenen Touren teilen, Fotos hochladen und Tipps geben. Du kannst hier fast jeden Tag eine neue Strecke aussuchen, manchmal sogar perfekt kommentiert wie bei einem Mini-Reiseführer. Gerade für Anfänger ist das unglaublich motivierend. Naviki hat eine eher moderate Community, aber dafür sehr gute Tourenvorschläge, die nach Fahrertypen sortiert sind. Es ist weniger soziales Netzwerk, mehr ein zuverlässiger Katalog an guten Strecken. Bikemap ist im Community-Bereich ein echtes Schwergewicht. Hier teilen sehr viele Nutzer ihre Strecken. Besonders in Städten oder beliebten Radregionen findest du extrem viele Vorschläge. Wenn du gerne durch echte Community-Routen stöberst, ist Bikemap absolut perfekt für dich. Und Google Maps? Tja, Google ist keine Touren-Community. Du findest dort natürlich genügend Wege und Orte, aber speziell geteilte Routen oder Tourenvorschläge gibt es nicht wirklich. Es ist eine Navigations-App, Inspiration findest du eher in anderen Quellen. Kriterium 9. Stabilität und Zuverlässigkeit. Wie gut laufen die Apps eigentlich unterwegs? Denn nichts ist nerviger, als wenn die Navigation mitten auf der Strecke hängen bleibt. Komoot ist hier sehr vorbildlich. Die App läuft sehr stabil, verarbeitet GPS-Signale zuverlässig und wird regelmäßig gepflegt und aktualisiert. Selbst in Gebieten mit schlechtem Empfang bleibt die Orientierung oft gut. Auf längeren Touren ist das ein echtes Plus. Naviki ist ebenfalls zuverlässig. Allerdings gibt es manchmal kleinere technische Grenzen, vor allem wenn es um freigeschaltete In-App-Funktionen geht. Nichts Dramatisches, aber du merkst, dass manchmal Extras separat nachgeladen werden. Bikemap läuft besonders stabil, wenn du die Premium-Version nutzt. Die kostenlose Version funktioniert grundsätzlich gut. Es gibt aber hier und da Einschränkungen in Sachen Performance und Funktionalität. Mit Premium ist die App aber extrem solide, vor allem bei längeren Strecken und hoher GPS-Auslastung. Und Google Maps ist natürlich eine der stabilsten Navigations-Apps überhaupt. Das System dahinter ist ausgereift, läuft flüssig und extrem zuverlässig. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, die Routen sind eben nicht so smart fürs Fahrrad, weil Google Maps primär fürs Auto entwickelt wurde. Das heißt, die App funktioniert super, aber die Route ist nicht immer die beste fürs Fahrrad. Welche App ist jetzt die richtige für mich? Okay, nach all den Kriterien, lass uns das Ganze einmal richtig einfach machen. Welche App ist die beste für deinen Zweck? Weil das am Ende genau auf das ankommt. Wie willst du Fahrrad fahren? Für Pendler klare Empfehlung Google Maps oder Naviki. Wenn du einfach nur zur Arbeit willst und keine lange Planung brauchst, dann ist Google Maps die absolut einfachste Lösung. Super vertraut, komplett kostenlos, schnell und unkompliziert. Perfekte Wahl für kurze, direkte Strecken in der Stadt. Aber wenn du eine angenehme, ruhige oder fahrradfreundliche Strecke suchst, dann ist Naviki oft die bessere Option. Die App plant konsequent nach Fahrradlogik und schickt dich nicht über unnötig große Straßen. Gerade für tägliches Pendeln ist das Gold wert. Kurz gesagt, wenn du es einfach und kostenlos haben möchtest, dann ist Google Maps deine Wahl. Und wenn du lieber sicher und fahrradfreundlich möchtest, dann ist Naviki deine Option. Für kleine Feierabendtouren ganz klar Komoot. Wenn du nach der Arbeit eine schöne Runde drehen willst, ohne viel zu planen, dann führt eigentlich kein Weg an Komoot vorbei. Warum? Weil Komoot dir sofort zeigt, wie schwierig die Route ist, wie der Untergrund aussieht, welche Highlights es unterwegs gibt und ob es eine schöne Radtour wird. Komoot ist wie dein persönlicher Freizeitguide. Du öffnest die App und hast sofort 3 Tourenideen vor dir. Ideal für Anfänger und Wiedereinsteiger, die spontan und entspannte Routen suchen, sowie kurze Wochenendfahrten. Für Tagesausflüge sind Komoot oder Bikemap die Apps für dich. Wenn du einen ganzen Tag unterwegs sein willst, vielleicht 40, 60 oder 80 Kilometer, dann kommt es auf 2 Dinge an: Offline-Funktion und Routenqualität. Komoot ist dafür ein Klassiker. Starke Offline-Karten, sehr gutes Kartenmaterial, zuverlässige Navigation und super angenehm für längere Routen. Wenn du aber richtig viel Inspiration willst
Oder wenn du die Tour vorher noch bearbeiten möchtest, dann ist BikeMap eine extrem gute Wahl. Die App überzeugt mit riesiger Community, vielen fertigen Tagestouren und Filtermöglichkeiten. Sie ist super geeignet für ambitionierte Anfänger oder Leute, die einfach mehr wollen. Kurz gesagt, für stabile und entspannte Touren ist Komoot die App deiner Wahl. Für Community und Vielfalt ist es BikeMap. Wenn du komplett kostenlos starten willst, dann ist diese Kombination unschlagbar. Google Maps fürs Pendeln und die Grundversion von Komoot für Touren. Du brauchst dafür nur dein Smartphone, eine einfache Handyhalterung und optional eine Powerbank. Das reicht völlig und genau das macht es für Anfänger so ideal. Ich habe dir meine Handyhalterung und Powerbank unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn du später mehr willst, dann sind Komoot als Vollversion, BikeMap Premium mit einer starken Community und Naviki für zuverlässige Alltagsstrecken sehr gut geeignet. So baust du dir Schritt für Schritt dein persönliches Set aus Apps zusammen, ohne direkt viel investieren zu müssen. Und jetzt seid ihr dran. Wenn du wieder anfangen willst zu radeln oder zum ersten Mal pendelst, mach's dir leicht. Die beste Route ist die, die sich einfach gut anfühlt und dich motiviert. Und jetzt bin ich mega gespannt. Welche App nutzt du? Oder wie ist deine Lieblingsstrecke zur Arbeit? Schreib's in die Kommentare, damit wir diese auch mal ausprobieren können.